Hier schaut mal, ich habe hier ein Fahrrad, was ich umbauen möchte. Das ist das Bulls 7005. Das kommt aus dem Anfang der Jahrtausender. Das ist so ein Alltagsfahrrad, ist nicht allzu viel gefahren, ist also im recht guten Zustand, ist mit einer kompletten Shimano Deo-Ausstattung ausgestattet mit 24 Gängen. Hat natürlich, weil es ein Alltagsfahrrad ist, Schutzbleche und einen Gepäckträger. Aber das hat so ein paar Themen, wo ich dran muss und was ich gerne machen möchte. Und zwar ist meine Idee, dieses doch recht alte Fahrrad so weit zu modernisieren, dass man, ich sag mal, dass es sich moderner fährt. Also mir ist schon klar, es hat keine Scheibenbremsen und es hat Felgenbremsen und 26 Zoll Laufräder. Also richtig modernisieren in dem Sinne geht nicht, aber dass es sich zumindest ein bisschen moderner fährt. Das eine Thema, was wir haben, ist die Federgabel. Das ist eine RockShox Jet aus dem Jahr 2001. Die bräuchte eigentlich nur mal einen Service, aber man merkt das schon, die federt kaum noch. Aber das Problem ist bei dieser Federgabel, dass die Federgabel zurückgerufen ist vom Hersteller. Das heißt also, die hat einen Konstruktionsfehler und deswegen ein Service reicht da nicht. Als Ersatz für die Gabel habe ich hier diese Gabel gekauft. Das ist eine RST Gila. Das ist jetzt eigentlich auch eine ganz einfache Gabel, die habe ich für 69 €, glaube ich, gekauft. Also ein ganz günstiges Ding. Ich weiß, wenn ihr jetzt sagt, okay, naja, der eine oder andere wird vielleicht sagen, naja, die ist jetzt nicht für sportlichen Gebrauch gedacht und taugt nichts und so weiter und so fort. Das Fahrrad soll nicht sportlich bewegt werden. Es soll wieder heile sein und es soll wieder eben auf der Straße oder eben auf dem Waldweg fahren können. Und dafür sollte die jetzt eigentlich erstmal reichen und für kleines Geld ist das okay. So, das Fahrrad hängt jetzt an meinem hochprofessionellen Seilzug und als allererstes werde ich jetzt alles von der Federgabel demontieren, hier die Bremse und so weiter, und dann werde ich den Vorbau demontieren, damit ich dann die Gabel nach unten rausnehmen kann. Was ich gut kann, sind Schraubenschlüssel fallen lassen. So, jetzt sollte eigentlich nichts mehr rausreißen, wenn ich die Gabel nach unten wegnehme. Das heißt, ich nehme jetzt zuerst hier oben die Schraube runter. Da kommt ja schon die Federgabel. Normalerweise müsste ich jetzt, den Lenker nehme ich jetzt raus, den lasse ich hängen. Ich denke, der hängt an den Bremsseilen mehr als genug fest. Und dann nehme ich die Federgabel raus. Ey, die sieht ja gar nicht so schlecht gefettet aus. So, ich nehme jetzt hier das Lager runter, muss den Lagerkonus abmachen und dann kann ich eigentlich schon die neue Gabel vorbereiten. So, die untere Steuersatzschale. Und jetzt gibt es die Challenge, jetzt muss der untere Ring hier runter. Dafür nehmen wir dieses Messer. Unterer Gabelkonus. So, ich denke, der Gabelkonus ist jetzt befestigt und jetzt geht es weiter. Gut, ich habe jetzt den Vorbau hier erstmal montiert. Die Gabel ist erstmal befestigt, aber noch nicht eingestellt. Das heißt also, so kann man jetzt noch nicht fahren. Was ich jetzt noch machen werde, ist, dass ich die Gabel einkürzen werde. Dazu mache ich mir jetzt hier eine Markierung. So, jetzt wird die Gabel eingekürzt. Ich habe mir hier einen Ritz gemacht. Und jetzt nehme ich die Eisensäge und werde das einmal mit der Eisensäge zusägen. Mit einem Rohrschneider wäre es natürlich besser, aber ich habe keinen, deswegen muss es halt die Eisensäge tun. So, jetzt wird das Ganze nochmal glatt gefeilt, gerade gefeilt, dass die Grate wegkommen und dann kann die Gabel eingebaut werden. Jetzt kommt die Sternmutter rein. Der Profi nimmt dafür ein Werkzeug, bei mir muss es jetzt eine normale Schraube tun.
So, jetzt wird die Federgabel montiert, die neue. Dazu geben wir da erstmal ein bisschen Fett. Dann kommt einmal unten in die Lagerschale Fett rein. Oben in die Lagerschale kommt ebenso Fett rein. Ich habe das Fahrrad schon mal vom Ständer wieder runtergenommen und das Vorderrad eingebaut. Jetzt kommt der Lenker. Das ist hier ein ganz einfacher Lenker. Der ist breiter als der alte. Hat 72 cm Breite und einen leichten Rise. Und der wird jetzt eingebaut und dann werde ich die ganzen Griffe und so weiter von dem alten Lenker auf den neuen umbauen. Die Bremsumhüllung ist zu kurz und deswegen muss ich eine etwas längere Bremsumhüllung montieren. Aber zum Glück habe ich noch eine neue Bremsumhüllung, die werde ich jetzt hier montieren. So Leute, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass ich noch einen niegelnagelneuen Zug liegen habe. Die Bremse läuft und ist richtig eingestellt. Cool, so schnell geht das selten. Als Griffe werde ich Lock-on-Griffe zum Festschrauben montieren und die Lenkerhörnchen kommen nicht nochmal zum Einsatz. Also Lenkerhörnchen werde ich jetzt nicht mehr anbauen. So, da ich jetzt die Innenposition der Griffe kenne, kann ich die Bremsgriffe und die Schaltgriffe ausrichten. So, jetzt muss der Lenker noch auf seine finale Position ausgerichtet werden. Wenn man das sieht, der ist jetzt noch nicht ganz gerade zum Vorderrad und gleichzeitig muss ich den Steuersatz einstellen. Dann setze ich mich am besten drauf, fluchte, gucke nach links und rechts. Das sieht ganz gut aus und dann kann ich die beiden Klemmschrauben befestigen. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, das ist eine coole Idee und mir gefällt das echt, das ist echt super. Das sieht schon richtig modern jetzt aus und ich bin auch gespannt, wie es sich fährt.